Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. In dieser Folge möchte ich euch ein Bauernbrotrezept zeigen, das ich auf zwei Arten gebacken habe. Einmal in einem Topf und einmal auf einem Blech mit demselben Teig. Beide Zubereitungsarten zeige ich euch in diesem Video. Die genaue Zubereitung und die Mengenangaben könnt ihr auch unten in meiner Videobeschreibung nochmal nachlesen. Wir benötigen 400 ml lauwarmes Wasser. In der kommt jetzt ein halber frische Hefewürfel hinein, das sind 21 Gramm. Dazu gebe ich einen Esslöffel braunen Zucker. Alles drei wird gut miteinander vermischt, damit sich die Hefe auflöst. Das Hefe-Wasser-Zucker-Gemisch kommt jetzt in eine hohe Schüssel. In das Brot gebe ich zwei verschiedene Mehlsorten, einmal Dinkelmehl 1050 und einmal ein Roggenmehl 1150, jeweils 250 Gramm und 15 Gramm getrockneter Roggen-Vollkorn-Sauerteig. Gewürze gebe ich hinein einen Teelöffel Kümmel, einen halben Teelöffel Koriander gemahlen und einen halben Teelöffel Brotgewürz. Und 15 Gramm Backmalz. Ich lasse das Brot jetzt kurz vorkneten, bevor ich 1,5 Teelöffel Salz noch hinzugebe. Den Teig lassen wir jetzt für 5 Minuten kneten. Er sollte sich auf alle Fälle vom Schüsselrand lösen. In eine frische Schüssel gebe ich jetzt etwas Mehl hinein. Ihr könntet ihn natürlich selbstverständlich auch in der Schüssel lassen, wo ihr ihn zusammengerührt habt. Aber ich wechsle das immer. Über den Teig gebe ich jetzt erneut nochmal etwas Mehl, hole ihn raus, forme ihn zu einem Ball und lege ihn in die bemehlte Schüssel hinein. Gib noch etwas Mehl darüber, decke ihn ab und lasse ihn jetzt für 1,5 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Ich bereite jetzt schon mal ein Backblech vor, das hat Löcher und das ist eine Dauerbackfolie. Jetzt bemehle ich die Arbeitsfläche. Den fertig gegangenen Teig hole ich aus der Schüssel heraus. Ziehe ihn etwas auseinander. Und jetzt nehme ich die Enden und ziehe sie nach innen. Und das machen wir so lange, bis sich im Teig eine richtige Spannung aufbaut. Wieder bemehlen, umdrehen und eine schöne Kugel formen. Ich bereite jetzt ein Gärkörbchen vor, das bemehle ich. Und da kommt der Teig mit der schönen Seite nach unten hinein. Abdecken. Und so darf der Teig dann nochmal für 30 Minuten ruhen. Wenn ihr kein Gärkörbchen habt, könnt ihr auch einfach eine Schüssel verwenden. Da lege ich jetzt ein Baumwolltuch hinein, bemehle dieses und lege den Teig wieder mit der schönen Seite nach unten in die Schüssel hinein. Wieder abdecken und so darf es jetzt auch für eine halbe Stunde ruhen. In der Zwischenzeit heizen wir schon mal den Backofen vor auf 200 Grad Umluft. Die 30 Minuten sind vorüber und der Teig ist nochmal wunderbar aufgegangen. Er füllt das ganze Gärkörbchen jetzt aus. Jetzt sehen wir uns noch den anderen Teig an in der Schüssel mit dem Baumwolltuch. Auch wunderbar aufgegangen, also geht genauso. Wenn ihr kein Gärkörbchen habt, macht es einfach so. Das Backblech mit der Dauerbackfolie sprühe ich jetzt noch mit Backtrennspray ein. Das verteile ich dann gleich mit den Händen. Darauf gebe ich den Teig, den ich in Gärkörbchen nochmal ruhen habe lassen. Schaut nur, wie schön das Muster ist. Der Teig wird dann noch mit Wasser eingepinselt.
und mit etwas Mehl bestreut. Das Brot kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen auf die vorletzte Schiene für ca. 35 bis 40 Minuten. Bei mir braucht es 35 Minuten, aber das kommt auf euren Ofen an. Den zweiten Laib Brot backe ich jetzt in den Topf. Ich fette ihn ein wenig aus, verteile es wieder mit meinen Händen, so weiß ich hundertprozentig, dass überall was hingekommen ist. Und den zweiten Laib, den ich in der Schüssel gehen habe lassen, der kommt jetzt in den Topf. Hineingelegt, dann wird der nochmal mit Wasser bestrichen und ich gebe auch Mehl darüber. Aber diesen schneide ich jetzt ein, so circa 1 cm mit einem scharfen Messer. Der Topf kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen auf die vorletzte Schiene. Den Deckel lasse ich auf für ca. 35 Minuten. Das Brot auf dem Blech ist jetzt fertig gebacken. Es war bei mir 35 Minuten drin. Ich mache immer den Klopftest. Wenn das Brot so klingt, ist es fertig gebacken. Auf dem Abkühlgitter geben und dann lassen wir es komplett einmal auskühlen. Das Brot im Topf habe ich genauso 35 Minuten backen lassen. Auf ein Gitter geben und einmal auskühlen lassen. Jetzt schneide ich mit euch noch das Brot an, das ich auf dem Blech gebacken habe. So sieht es von innen aus. Wunderbar und es riecht und schmeckt. Da habe ich einen Krümel probiert. Also ganz aromatisch, mild, ganz lecker. Ihr müsst es unbedingt mal nachbacken. Und wie ihr gesehen habt, es ist kein Hexenwerk. Jeder kann ein Brot backen. Es ist wirklich einfach. Hat euch das Rezept und mein Kanal gefallen? Würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. So unterstützt ihr mich und ich kann weiter wachsen und für euch noch schöne Videos machen. Dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachbacken. So sieht übrigens das andere Brot von innen aus. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!